Nicht erst seit Corona fragen wir uns, wie viele Krankheitserreger leben eigentlich in und auf den Büchern in einer Bibliothek. Befürchtungen, dass Krankheiten über Bücher übertragen werden könnten, gab es bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Man begann, Bücher zu desinfizieren oder zu verbrennen. Irgendwann realisierten die Leute, dass Bibliothekarinnen nicht häufiger erkrankten als andere Berufsgruppen und die Angst verschwand. Natürlich gab es einzelne Vorfälle mit verschimmelten Büchern aus feuchten Archiven, wie zum Beispiel einen Fallbericht aus Schweden aus den 80er Jahren, wo eine Mitarbeiterin erkrankte. Aber uns interessieren ja eher übertragbare Krankheiten, also Bakterien und Viren auf den ausleihbaren Beständen. Eine Literaturübersicht von 2014, welche 16 Arbeiten einschloss, fand, dass in 6 Untersuchungen Bakterien und in 14 Schimmelpilze auf Büchern oder in der Luft nachgewiesen worden waren. Leider wurde in dem Artikel nicht darauf eingegangen, dass die positiven Befunde, die beim Personal Probleme verursachten, in Brasilien, Litauen oder Polen auftraten, während die einzige kleine Studie aus den USA feststellte, dass Bakterien etwa gleich häufig auf Bibliotheksbüchern wie auf privaten Büchern zu finden waren. Und es gab keine Vergleichswerte von Oberflächen oder aus der Luft von zum Beispiel Büros. Zusätzlich würde ich davon ausgehen, dass negative Resultate, wo also wenige oder keine Keime gefunden worden waren, weniger publiziert würden als positive und daher in so einer Literaturübersicht auch nicht sichtbar wären. Eine etwas neuere Studie aus Deutschland untersuchte 50 Bibeln und 99 Gesangsbücher in einem Spital. Darauf wurden hauptsächlich nicht krankheitserregende Mikroorganismen gefunden. Auf 2 Bibeln befanden sich pathogene Bakterien, die allerdings im Untersuchungszeitraum keine Infektionen hervorriefen. Auch eine Schülerin aus den USA fand auf 7 von 12 Büchern aus der Bibliothek keine Bakterien. Bücher, die erst kürzlich ausgeliehen worden waren, schienen mehr Bakterien aufzuweisen als solche, die länger herumstanden. Und es schien keine Rolle zu spielen, wie häufig die Bücher ausgeliehen worden waren. Und wie sieht das nun mit dem Coronavirus aus? Das ist je nach Material nach 1 bis 3 Tagen auf Büchern nicht mehr nachweisbar. Es ist also nicht notwendig, die Bücher in der Mikrowelle zu sterilisieren. Unsere Bücher enthalten Radiofrequenzerkennungstags aus Metall, die sich mit den Mikrowellen auch gar nicht gut vertragen. Was schließen wir nun daraus? Ab und zu die Hände zu waschen ist eine gute Idee. Aber die Wahrscheinlichkeit, sich über ein Buch aus der Bibliothek mit Bakterien oder Viren anzustecken, wenn man es normal liest, ist doch sehr gering. Bis zum nächsten Video.